Hallo, in diesem Video zeige ich ein Anwendungsbeispiel für die Quantenmechanik. Und zwar kann man die Farbe von bestimmten Molekülen durch das quantenmechanische Modell des linearen Potentialtopfs erklären. Wir haben hier ein blaues Farbstoffmolekül Cyanin, abgekürzt CY3. Das besteht aus einer Kohlenstoffkette mit 5 Kohlenstoffatomen. Und an beiden Enden befindet sich ein Stickstoffatom und ein weiterer Rest. Die Kohlenstoffkette wird durch 3 sogenannte konjugierte Doppelbindungen hergestellt. Konjugiert bedeutet, dass sich immer eine Doppelbindung mit einer Einfachbindung abwechselt. Die an einer Doppelbindung beteiligten Elektronen nennt man die Pi-Elektronen. Wir haben also in dieser Kette insgesamt 6 Pi-Elektronen. Eine typische Eigenschaft von diesen konjugierten Doppelbindungen ist die sogenannte Mesomerie. Das bedeutet, dass sich diese Doppelbindungen nicht unbedingt auf der linken Seite eines Kohlenstoffatoms befinden müssen, sondern sie können genauso gut auch auf der rechten Seite stattfinden und es ist nicht festgelegt, in welche Richtung sie gehen. Tatsächlich finden beide Zustände gleichzeitig statt. Wir können es uns so vorstellen, als hätten wir hier eine Elektronenwolke von Pi-Atomen, die zwischen den beiden Positionen hin und her wechseln können. So als würde sich eine Elektronenwolke zwischen den beiden Enden hin und her bewegen. Und das ist nichts anderes als unser linearer Potentialtopf aus der Quantenmechanik. Innerhalb des Topfes der Länge L können sich die Elektronen relativ frei hin und her bewegen, so als hätten sie potenzielle Energie 0, während die Enden dieser Kette sind ein unüberwindliches Hindernis. Das kann man sich so vorstellen, als hätten wir hier links und rechts einen unendlich hohen Potentialwall, der von den Elektronen nicht überwunden werden kann. Für einen solchen linearen Potentialtopf habe ich in einem anderen Video die Lösung der Schrödinger-Gleichung hergeleitet. Das Ergebnis ist, dass wir in dem linearen Potentialtopf diskrete Energieniveaus E1, E2, E3 und so weiter befinden, die man mit dieser Formel berechnen kann. N ist die Quantenzahl, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Hier ist die Planck'sche Konstante h, me ist die Elektronenmasse und L ist die Breite des linearen Potentialtopfs. Wenn wir im Topf nur ein Elektron haben, wird das niedrigste Energieniveau einnehmen. Kommt jedoch ein zweites Elektron hinzu, würde es gerne ebenfalls auf diesem untersten Niveau Platz finden, aber hier gibt es das sogenannte Pauli-Prinzip. Das besagt, dass in einem Gesamtsystem keine 2 Elektronen im exakt gleichen Zustand vorhanden sein können. Die beiden Elektronen müssen sich also in irgendeiner Eigenschaft unterscheiden und hier kommt jetzt der sogenannte Spin ins Spiel. Der Spin eines Elektrons kann man sich klassisch etwa wie den Drehimpuls um die eigene Achse vorstellen. Davon gibt es genau 2 Möglichkeiten. Der Spin kann nach oben zeigen oder nach unten, Spin up und Spin down. Durch diese Unterscheidung der beiden Zustände können nun 2 Elektronen auf einem Energieniveau Platz finden. Kommt ein drittes Elektron hinzu, ist auf dem ersten Niveau kein Platz mehr, das muss jetzt auf dem zweiten Energieniveau zufrieden sein. Insgesamt haben wir 6 Elektronen unterzubringen, das vierte geht noch hier mit drauf, das fünfte muss dann auf das dritte Niveau und das sechste schließlich auch auf das dritte Niveau. Solange wir von außen keine Energie hinzufügen, nehmen alle Elektronen auf dem niedrigsten möglichen Energieniveau Platz. Anders sieht es aus, wenn nun von außen Energie in das System hinzugefügt wird, zum Beispiel durch einfallendes Licht. Ein Photon, der Energie E-Photon, kann nämlich von einem Elektron absorbiert werden, das dadurch in die nächsthöhere Energieschale geht, genau dann, wenn die Energie des Photons gleich ist der Energiedifferenz dieser beiden Niveaus. In unserem Fall also der Energie E4 minus E3, die wir hier mit unserer Formel aus der Schrödinger-Gleichung berechnen können. Konkret also, die Energie des Photons ist Hc durch die Wellenlänge des Photons und die Energiedifferenz der beiden Niveaus ist eben 4² minus 3² mal diesen Faktor. Nun können wir diese Gleichung nach Lambda Photon auflösen und mit der
bekannten Länge unseres Moleküls von 1,08 Nanometer können wir daraus die benötigte Wellenlänge eines Photons berechnen. 550 Nanometer wäre das richtige Photon, um eine Anregung dieses Elektrons hier auslösen zu können. 550 Nanometer entspricht gelb-grünem Licht, das wird also absorbiert. Was passiert, wenn weißes Licht auf das Molekül fällt? Das ist ja eine Mischung aus mehreren Farben. Dann wird grün absorbiert und rot und blau geht durch. Das heißt, der Farbstoff erscheint dann blau-violett. Und daher rührt die blaue Farbe des Cyanins. So, was passiert weiter, wenn das Licht weg ist? Dann muss natürlich dieses Elektron irgendwann wieder in den energetisch günstigeren Zustand runterfallen. Dabei wird diese Energiedifferenz wieder als Photon mit der Energie E4-E3 ausgesandt, emittiert. Nun kann man sich ja gleich die Frage stellen, warum sieht das Molekül dann jetzt nicht grün aus, wenn hier grünes Licht emittiert wird? Es ist doch blau. Naja, dieses Photon, das wird eben in eine andere Richtung ausgesandt, in eine zufällige andere Richtung als das Photon, das wir vorhin gesehen haben. Also dieses grüne Licht hier, das wird nicht in das Auge des Betrachters gelangen. Der Farbstoff sieht nach wie vor blau aus. Okay, das war ein Beispiel für den linearen Potentialtopf als Beispiel für die Quantenmechanik. Okay.